Frau Winkler, Sie erlebten 1997 im Alter von 24 Jahren eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ja, also es war im März 1997, als ich Selbstmord begehen wollte oder auch den Versuch unternommen hatte, der missglückt ist. Der Weg dorthin, das war schon eine längere Vorgeschichte. Also es fing eigentlich schon mit 16 Jahren an, dass ich so langsam einfach in eine Lebenskrise gerutscht bin und da nicht mehr rausgekommen bin. Ursache war damals meine erste Beziehung zu einem jungen Mann, die einfach sehr von Gewalt und Demütigung geprägt war. Wir waren ein paar Jahre zusammen. Ich konnte mich dann lösen nach 3 Jahren, aber da war schon mein Selbstwertgefühl, meine Selbstachtung ziemlich zerstört. Ich war dann auch lange nicht mehr beziehungsfähig, habe es allerdings immer wieder probiert, dachte, jetzt ist es der Richtige, jetzt passt das. Das war dann eben im 1997, als ich jemanden frisch kennengelernt habe und wir erstmal so, derjenige viel unterwegs war, wir uns kaum gesehen haben. Und zum besseren Kennenlernen wollten wir einfach zusammen in Urlaub. Da waren zwar noch viele andere auch dabei, aber es war dann ziemlich schnell ein gemeinsamer Urlaub. In diesem Urlaub kam es zum Eklat. Es gab halt leider wieder Demütigungen. Und für mich war klar, da kann ich nicht bleiben, da muss ich weg. Und wir hatten einen Wahnsinnsstreit und ich habe dann gesagt, das macht jetzt alles so keinen Sinn. Das war gerade mal am 2. oder 3. Tag. Ich packe jetzt meine Sachen und gehe nach Hause. Dieser Urlaub war in Südfrankreich und ja, ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt loslaufe, kommt er und fragt mich, ob er mich zum Bahnhof fahren kann. Es wären genug Fahrzeuge da gewesen. Ich selbst war zu stolz, das zu fragen. Aber mir war klar, wenn ich jetzt da auf die Straße hochgehe, dann kommt er, fahre ich zum nächsten Bahnhof, weil der war ziemlich weit weg. Okay, gut, er kam nicht. Und so bin ich halt mal losgelaufen und habe halt dann Autos angehalten. Also das erste Auto, das hielt, das war auch gleich fatal. Das war der falsche, bei dem ich eingestiegen bin. Und ich war dann in Summe einen ganzen Tag, eine ganze Nacht und noch mal einen ganzen Tag unterwegs, bis ich dann letztendlich zu Hause war. Und diese Reise war ein einziger Höllentrip. Also das war von einer Katastrophe in die nächste. Ich war wie gejagt, wie ein Freiwild. Ich war gehetzt, getrieben und diese Angst. Ich bin aus einem fahrenden Auto gesprungen. Ich war verletzt. Und ja, ich bin dann nach Hause. In dieser Zeit hatte ich ja immer wieder mal Zeit zum Überlegen. Gerade als ich dann am Bahnhof war, bis der Zug kam. Und es hörte nicht auf die ganze Zeit. Und ich dachte mir, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht mehr ertragen müssen, dass ich hier allein nur, weil es mich gibt, ständig ausgesetzt bin, dass sich jemand an mir einfach vergeht. Dass jemand kommt und nimmt sich das einfach, was er gerade will. Ich habe das von früher nicht verarbeitet, die Jahre zuvor. Und jetzt noch, dass immer was dazukommen könnte, was mich noch tiefer runtertreibt in diesen Strudel, das habe ich einfach nicht mehr ertragen. Und dann habe ich mir das überlegt, wie schaffe ich das, dass das nie mehr passiert. Und dann gab es für mich nur die eine Lösung, mich gibt es einfach nicht mehr. Und das habe ich dann auch beschlossen, bin auf dem Weg nach Hause in viele Apotheken, habe dann dort die stärksten Schlaftabletten geholt, die es ohne Rezept gibt. Das waren dann in Summe 5 Packungen, 20 Tabletten, also 100 insgesamt und verschiedene starke Schlaftabletten. Die habe ich dann zu Hause alle in eine Schüssel, damit es schneller geht zum Schlucken, einfach alle schon mal ausgedrückt, gesammelt. Waren eben diese 100 Tabletten in dieser Schüssel. Habe mir viel Alkohol dazugestellt, dass es leichter fällt. Und dann fing ich irgendwann an, diese Tabletten zu nehmen. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das zum Schlucken gar nicht so einfach ist, so viele. Und nach den 5., 6. Tabletten ging schon fast nichts mehr runter. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt habe ich schon was genommen, jetzt passiert irgendwas, aber es ist wohl nicht genug, dass ich dann nicht mehr aufwache.
und habe dann angefangen, da Wasser reinzuschütten, auch Alkohol reinzuschütten und das alles zu Pampe zu verrühren und habe es dann getrunken, so viel wie ging. Und das war dann schon noch eine ordentliche Menge, da war nicht mehr viel drin dann. Und es muss sehr schnell gehen. Und dann habe ich mich hingelegt auf die Couch, der Fernseher lief und habe gewartet. Und auch das, was ich immer dachte, dass man dann irgendwann einfach einschläft, das kam auch nicht. Es war eher so, dass ich auf einmal extrem unruhig wurde. Also es hat sich angefühlt, wie wenn jetzt alles zum Zappeln anfängt, die Beine. Ich hatte nichts mehr unter Kontrolle und auch dann jetzt eine wahnsinnige Angst, was jetzt halt passiert. Das hat ziemlich lang gedauert. Und ich habe gedacht, lass es einfach nur schnell vorbei sein. Und irgendwann, das ging dann schlagartig, irgendwann war das eben dann vorbei und ich war in einem hellen Licht. Extrem hellen Licht. Und ich lief das so und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt so hell? Und warum ist das alles so hell? Und habe so rumgeguckt, habe mich einfach nur gewundert. Und dann habe ich gemerkt, ich lief da, dass ich meine Schritte nicht wahrnehmen kann. Und dann dachte ich, ich merke gar nicht, wie ich laufe. Und da ist mir aufgefallen, ich merke eigentlich überhaupt meinen ganzen Körper gar nicht mehr. Ich merke es tut ja immer irgendwo mal was weh, es zwickt was oder es juckt was. Es ist einfach alles weg. Es war weder zu warm noch zu kalt. Es war perfekt und ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Ich hatte keine Sorgen mehr und die Probleme, es war alles weg. Genauso wie man sich es eigentlich wünscht, noch viel schöner. Und dann habe ich das einfach erstmal nur genossen. Und ich lief da und war fasziniert von diesem Licht und von diesem irren Wohlfühlgefühl, wie ich es noch nie erlebt habe. Und irgendwann, als ich da so lief, habe ich einen schwarzen Punkt gesehen, weiter weg. Da dachte ich mir, aha, okay, da ist jetzt irgendwas. Da gehe ich hin. Und lief dann in die Richtung und der Punkt kam immer näher und irgendwann erkannte ich, es ist ein Tisch und hinter diesem Tisch sitzt eine Person. Und saß da, also so verschränkt, hat sich nicht bewegt und hat auf mich gewartet. Hat man richtig gesehen, der sah mir zu, wie ich kam, hat geguckt. Und da bin ich hin und als ich recht nah war, habe ich erkannt, dass das mein Großvater ist. Mein Großvater war zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre tot. Und es war damals auch so, als mein Großvater im Krankenhaus war, ich wusste, dass er schwer krank ist. Mit dem Thema Tod konnte ich damals noch nicht so umgehen. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, besuch doch mal den Opa. Ich sagte, ich war aufmüpfiger Teenager, ich war egoistisch und ich habe gesagt, ja, mache ich schon noch, wenn ich Zeit habe. Habe es nicht mehr getan oder habe es nicht mehr geschafft, weil er dann davor gestorben ist. Und jetzt ihn da wieder zum Sehen, das war so unglaublich. Jetzt sehe ich ihn wieder. Da ist er ja. Jetzt kann ich das auch wieder gut machen. Ich habe ihn nicht besucht und jetzt kann ich ihn in den Arm nehmen und habe mich so drauf gefreut und wollte auf ihn los. Ich habe schon die Arme ausgebreitet, habe gesagt, Opa, und wollte ihn einfach in den Arm nehmen. Aber er ist nicht aufgestanden. Und er hat dann, als ich näher kam, auf ihn zu bin, hat er mich abgehalten und hat gesagt, was machst du hier? Und das war in einem Ton, wie ich ihn mein ganzes Leben nie erlebt habe. Das war in einem abweisenden, distanzierten, richtig, er ist sauer, er ist böse. Und dann bin ich erschrocken. Und dann, ui. Und dann habe ich die Frage, was machst du hier? Was ist hier? Konnte ich nichts anfangen mit dieser Frage. Ich habe dann so geguckt, konnte ihm keine Antwort geben. Und dann hat er gesagt, setz dich. Und dann war auf dieser Seite, auf der ich stand, also ich durfte nicht zu ihm rüber, stand plötzlich ein Stuhl. Und da bin ich mir sicher, der war vorher nicht da. Und der stand richtig so, dass ich mich nur noch hinsetzen brauchte. Der war so zurecht gerückt. Und da ich dachte, okay. Und dann habe ich mich da hingeguckt und habe gewartet. Und dann hat er zu mir gesagt, du gehst jetzt zurück und fängst nochmal von vorne an. In einem sehr bestimmenden Ton. Ich kann es gar nicht mehr so wiedergeben. Also es war wirklich ein Muss für mich. Und ich dachte erst, ich höre nicht richtig. Der kann mich doch jetzt nicht hier zurückschicken. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier bin. Ich wollte da ja weg. Und
ich wollte es ihm dann erklären, warum. Und ich habe dann nur zu ihm gesagt, Opa, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und wollte ihm das dann erklären. Aber das ließ er nicht zu. Das hat ihn so überhaupt nicht interessiert, das war indiskutabel. Und hat dann einfach das Gleiche nochmal gesagt, noch bestimmter, du gehst jetzt zurück und fängst nochmal von vorne an. Und dann war es auch schon vorbei. Also ich weiß jetzt nichts, wie ich zurückgekommen bin. Ich bin einfach zu Hause wieder aufgewacht. Und ich lag da immer noch auf der Couch. Gut, man macht die Augen auf, erkennt sein Wohnzimmer wieder und es waren dann auch ganz unangenehme Geräusche da. Es waren wie Stimmen, wie so ein Heulen, wie so ein Keuchen, wie Tiere, schnaubende Tiere. Und dann habe ich im ersten Moment erstmal Angst bekommen und gesagt, oh Gott, was ist denn hier? Und dann kam eben auch dieser Spruch auch recht schnell. Ich bin ja nicht in der Kirche, aber ich bin jetzt auch nicht gläubig insofern. Aber es war meine Stimme. Ich habe es aber nicht gesprochen, aber es war meine Stimme, die richtig in mich durchschoss. Und das war dieser Satz, Gott gibt Leben und Gott nimmt Leben. Und da haben wir gedacht, oh mein Gott, jetzt habe ich richtig, richtig Mist gebaut. Ich habe schon viel Mist gebaut, aber das war jetzt richtig Mist. Und dann hatte ich Angst. Also allein das alles wieder zu fühlen, das war schon so schlimm. Und ja, und dann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich nur meinen Kopf bewegen kann, meine Augen aufmachen kann. Ich wollte dann aufstehen, das ging nicht. Und dann da war ich auch ein bisschen verloren in Zeit und Raum, in der Wahrnehmung. Das war dann so ein Wachschlafzustand, der immer so gewechselt hat. Ich bin dann wohl irgendwann wieder eingeschlafen und wieder aufgewacht. Irgendwann habe ich gemerkt, jetzt kann ich meinen rechten Arm fallen lassen. Der fiel dann so von der Couch. Da war ich schon froh. Irgendwann bin ich dann wieder aufgewacht, wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht. Und dann merkte ich, dass ich jetzt ziemlich dringend auf die Toilette muss, dass die Blase extrem drückt. Und habe eben versucht aufzustehen, was nicht ging. Ich konnte mich dann allerdings von der Couch rollen, bin dann auf den Boden gefallen und habe mich dann so zur Toilette gerobbt. Also es war wie gelähmt. Habe auch versucht zu sprechen. Es kam nur so Krächzen raus, habe ich gemerkt. Durch das Stöhnen habe ich mal das Krächzen und habe versucht zu sprechen. Aber da kam nichts. Da waren nur ganz komische, ungeheuerliche Laute, was da rauskamen. Und irgendwann habe ich es dann auf die Toilette geschafft. Also erstmal zur Toilette, aber das Hochziehen war dann nochmal ein richtiger Kraftakt. Und irgendwann saß ich auf der Toilette und war dann froh, dass ich da sitze und da ging auch gar nichts mehr. Also ich konnte kein Wasser lassen, obwohl die Blase drückt und das gibt es doch nicht. Also das ging ziemlich lang. Ich hatte dann auch Halluzinationen. Es war mir auch klar, dass es Halluzinationen waren, weil ich hatte volles Körperbewusstsein. Und über Schmerzen, über Trauer, über Angst, da war einfach alles wieder so präsent. So, es hat einen regelrecht erschlagen. Und erstmal so, Mist, es hat nicht geklappt. Und was passiert jetzt als nächstes? Was kommt zu den Problemen, mit denen ich gehen wollte, jetzt noch dazu? Wie hat sich diese Erfahrung auf Ihr weiteres Leben ausgewirkt? Also zunächst mal so gut wie gar nicht, weil ich hatte ja erstmal viele Probleme. Also erstmal das Körperliche. Ich wusste nicht, was bleibt jetzt mir, was funktioniert jetzt irgendwas dauerhaft nicht mehr. Dann waren ja die Probleme, ich hatte damals auch einen Abschiedsbrief geschrieben, ist der schon angekommen, um mich selber unter Druck zu setzen, hatte da Kontakt aufgenommen, habe das dann versucht zu erklären und ja, hatte dann auch Kontakt zu meinen Eltern aufgenommen, musste erstmal diese ganze Geschichte, dass ich hier jetzt gerade mein Leben beenden wollte, was nicht funktioniert hat und dass ich da nicht mehr rauskomme aus meiner Krise. Das musste ich erstmal. Da musste ich mich tatsächlich outen. Ich bin allein nicht mehr weitergekommen. Auf Druck von außen hin habe ich dann, es hat allerdings noch recht lang gedauert, nach 2 Jahren zu einer Therapie gegangen. Habe dann eine Psychoanalyse gemacht, über 5 Jahre. Ging es um das Thema Suizid. Das hat auch super funktioniert. Ich hatte einen klasse Therapeuten.
irgendwann sind wir auch auf dieses Thema gekommen, eben was dabei passiert ist. Und ich wusste ja, das ist nicht keine Halluzination gewesen. Ich hatte welche, aber das war anders. Und ja, der hat sich das angehört und hat mir gesagt, nein, nein, also sie hatten so viele Tabletten, das sind Halluzinationen. Und dann war ich erstmal richtig enttäuscht. Ich habe gedacht, gut, er wird es wissen, er ist ja irgendwo vom Fach. Und ich muss mir da jetzt selber klar werden, ich bilde mir da vieles ein. Ich muss dieses Thema vergessen. Und habe das wirklich verdrängt, über viele, viele Jahre hinweg. Also es war erst letztes Jahr, 20 Jahre später, ziemlich genau sogar, 20 Jahre später, als ich zufällig diesen Film von der Gabi Köster gesehen habe. Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Ich wusste von dem Schlaganfall, ich wusste allerdings nicht, dass sie ein Nahtoderlebnis hatte. Ich sah mir diesen Film an und als dann diese Szene kam, wo sie eben, gut, bei ihr war es eine Blumenwiese, bei mir war eigentlich alles nur hell, und sie begegnet ihrem Vater. Und ihr Vater fragt sie das Gleiche, wie mich mein Großvater gefragt hat, was machst du hier? Und ihr ging es genauso wie mir, was ist hier? Und da habe ich mir gedacht, das kann jetzt kein Zufall sein. Nein, ich lasse mir das auch gar nicht mehr einreden, dass das jetzt hier alles eine Einbildung ist. Und habe dann angefangen, dieses Thema aufzuarbeiten. Ich habe mir Bücher besorgt, Fachbücher, habe mich in das Thema eingelesen, bin dann irgendwann über ihren Kanal auch gestolpert, so ein halbes Jahr später. Und dann war mir klar, das will ich wieder annehmen, das will ich wieder zulassen, weil dieses Verdrängen, das hat mir nicht gut getan, das hat mich innerlich härter gemacht. Und seit ich mich mit dem Thema mehr beschäftige wieder und seit ich das Gefühl zulasse und auch dazu stehe und auch drüber rede, seitdem wird es innerlich wieder weicher. Wird es wieder, ich muss nicht so gegen mich arbeiten. Ich hatte immer das ist ein Teil von einem. Das ist nicht was man einfach so verdrängen kann wie irgendwas. Es ist ein Teil von einem, das geht nicht weg. Das ist immer da. Und das ist auch, ich habe das ja auch immer gemerkt im Alltag, ich habe es halt immer nur für mich alleine ausgemacht. Wenn ich unterwegs war, mein Großvater, ich denke sehr, sehr oft an ihn. Und ich bin froh, sehr, sehr froh, dass er mich wieder zurückgeschickt hat, dass er es nicht zugelassen hat, dass ich zu ihm gehe und ihn umarme. Ich bin mir sicher, er hätte es genauso gewollt, aber er wusste auch wie ich, das ist nicht gut. Und ja, wenn ich hier unterwegs bin, fahre mit dem Motorrad die schönsten Straßen und lebe wieder so richtig, dann schreie ich es manchmal einfach nur so raus und bedanke mich bei ihm. Danke, Opa, das war eine tolle Sache. Und ich bin mir sicher, wenn ich irgendwann wieder mal ankomme, dann wird es anders sein. Dann wird er mich in den Arm nehmen und wird er mit Sicherheit sagen, ich bin stolz auf dich. Weil so viel passiert ist. Also ich hatte mit meinen Eltern lange Zeit ein schwieriges Verhältnis und es ist heute so, dass wir eine unglaubliche Nähe entwickelt haben. Ging einfach auch damit los, dass ich angefangen habe, mir zu verzeihen, was ich mir angetan habe, was ich anderen angetan habe. Ich habe da auch einen anderen Blickwinkel eingenommen. Dieses Egoistische ist auch immer mehr weggegangen. Und da kommt so viel zurück. Also mein Vater hat erst vor kurzem zu mir gesagt, mein Vater ist sehr krank geworden. Und er sagte zu mir, er ist auch überhaupt nicht gläubig. Ich bete für dich. Und dann habe ich ihn so angeguckt und der war eigentlich derjenige, der immer rückwärts aus der Kirche raus ist, bevor die Tür zuging und die Messe begann. Und dann dachte ich mir, früher hätte ich damit gar nichts anfangen können. Und heute macht es mich unglaublich stolz. Und das ist es. Da denke ich immer, ja, wir haben wirklich viel, viel erreicht. Und ich will dieses ganze Thema, Tod, was so schlimm bei uns ist, was so immer irgendwas mit, sicher ist es Trauer, das gehört alles dazu, aber nicht nur. Der hat auch eine wunderbare Seite, ich durfte die kennenlernen. Ich fand es nur schade, dass es so kurz war, ich wäre gern länger da geblieben. Aber es hat eine wunderschöne Seite und die gehört dazu und mein Ziel ist es auch, was mich antreibt, wenn jemand gehen will
Und ich darf dabei sein, dass ich denjenigen in Frieden gehen lasse, dass ich loslasse und auch Frieden, viel mehr Frieden schaffe mit vielen Dingen. Also das sind die Probleme, die gelöst werden wollen. Also das war ein Auftrag, den habe ich bekommen, den habe ich auch verstanden. Das war eine Message. Es war ja nicht so, dass ich zurückkomme, bin allwissend und weiß jetzt, wo es lang geht. Im Gegenteil, man ist verwirrter als vorher. Es ist auch jetzt so, dass sich sicherlich Fragen klären, aber auch wieder neue Fragen dann auftauchen, mit denen man sich dann beschäftigt. Und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt für mich ein neuer Weg, das ist mein Weg, den ich jetzt endlich gefunden habe. Und da stehe ich halt jetzt wieder mal ganz am Anfang. Aber ich darf ihn gehen. Ich habe ihn gefunden und er darf mich gehen. Frau Winkler, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.